Hallo und willkommen zu meinem ersten Cosplay Quick-Tip Tutorial. Heute geht es um das Thema High Density Foam und ich zeige euch, wie ihr auch kleine und spitze Teile mit eurem Dremel in Form bringt. Bevor wir starten, hier auf jeden Fall einmal der generelle Sicherheitshinweis von mir. Tragt unbedingt eine Schutzmaske, denn den feinen Staub solltet ihr nicht einatmen und am besten arbeitet ihr bei geöffneten Fenstern. Ich benutze gerade bei kleinen Teilen gerne die Verlängerung meines Dremels. Die ist nämlich sehr viel handlicher und nicht so klobig wie der eigentliche Body. Hierbei setze ich eine kleinere Schleifbandrolle mit einer feinen Körnung ein. Mein Dremel hat 10 Geschwindigkeitsstufen und ich benutze hier durchgängig Stufe 4. Die meisten machen einfach den Fehler, dass sie mit viel zu hohen Drehzahlen arbeiten und verlieren so relativ schnell die Kontrolle über ein präzises Abtragen des Materials. Zu Beginn reinige ich immer erstmal die Schnittränder und halte den Aufsatz dabei möglichst gerade an die Schnittkante. Beim Abtragen der Kanten starte ich immer an der Außenkante und arbeite mich zur Mitte des Stückes. Langsame und kontrollierte Bewegungen helfen hier, die Kanten nach und nach abzurunden. Winkelt den Aufsatz hierfür leicht an und arbeitet euch Stück für Stück um die Kante, um eine möglichst glatte Rundung zu erzeugen. Das gleiche mache ich jetzt nochmal in der anderen Richtung und arbeite mich wieder bis zur Mitte. Die Richtung ist hierbei entscheidend. Wenn ihr andersherum arbeitet, kommt es häufiger vor, dass der Dremel überspringt und gerade kleine Spitzen nach oben abstehen oder sogar abreißen. Nachdem ihr alle Kanten bearbeitet habt, wollen wir uns um die Spitze kümmern. Hier gibt es ebenfalls einen ganz einfachen Trick. Ich drücke die Spitze relativ fest auf meine Finger, um eine feste Unterlage zu erzeugen und rolle mit dem Dremelaufsatz von außen zur Mitte über die Spitze. Dabei berühre ich meistens die Oberfläche meiner Finger, ohne starken Druck auszuüben. Ich trage jetzt so nach und nach das Material oberhalb der Spitze ab und runde später wieder minimal die Kanten nach. Zum Schluss werdet ihr feststellen, dass sich an den Enden eures Formstückes kleine Reste vom Schleifen ansammeln. Diese könnt ihr theoretisch mit dem Dremel abschleifen, aber ich nutze hierfür lieber eine kleine und scharfe Schere, denn so könnt ihr relativ einfach einen scharfkantigen Abschluss erzeugen. Mit der Schere könnt ihr zum Beispiel auch die Spitze noch um ein paar Millimeter einkürzen. Ich hoffe, dieses kurze Tutorial hat dir gefallen. Wenn ja, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.